Boah, es ist eine ganz andere Lautstärke hier in der Stadt und wir haben halt gemerkt, dass wir gerade gar keinen Bock auf Stadt haben. Wir wollen irgendwie ein bisschen Ruhe und ein bisschen Berge und ein bisschen Taiwan mehr genießen. Ich meine, das ist natürlich auch cool, was du hier so in der Stadt machen kannst, aber eigentlich haben wir ja, wie gesagt, keinen Bock auf Stadt. Am liebsten würden wir jetzt im Camper sitzen und irgendwo durch die Gegend fahren. Aber in Taiwan so gut wie unmöglich, weil die Straßen hier einfach super eng und super klein sind. Deswegen mit so einem Mietwagen ist schon eine coole Nummer. Und sich dann immer ein Hotel mieten ist auch eine coole Nummer. Aber Stadt muss jetzt erstmal nicht sein. Deswegen flüchten wir jetzt hier wieder ein bisschen aus der Stadt. Und hauen ab in die Berge. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen erkältet. Meine Güte, diese blöden Klimaanlagen hier überall. So, wir sitzen im Auto. Los geht's. 2 Stunden 46, 204 Kilometer. Vermutlich nicht ganz so spektakulär wie unsere Straßen zuvor. Yay, komm raus. Schon mal auf. Das ist schön. Jetzt nur noch aus der Stadt irgendwie heile rauskommen. Mhm. Die ist etwas chaotisch. Vielleicht gibt's ja hier den einen oder anderen, der uns noch nicht kennt und noch kein Video von uns gesehen hat. Wir sind eine reiseverrückte Familie aus Hamburg und meist unterwegs mit dem Wohnmobil. Diesmal sind wir in Asien unterwegs und gerade in Taiwan. Aber kein Camper, keine ausgebaute Kiste. Wir haben uns hier ein ganz normales Auto gemietet und drehen eine Runde um die Insel. Im Uhrzeigersinn, versteht sich. Neue Orte, fremde Schriften, viel Reis, wenig Plan. Aber genau das macht's für uns aus. Also kommt doch mit. Es wird chaotisch, schön und ziemlich anders. Und wenn ihr euch wundert, warum das Video hier mittendrin startet, das ist der 4. und letzte Teil unserer kleinen Rundreise mit dem Mietauto durch Taiwan. Und wenn ihr auf unserem Kanal neu seid, dann unterstützt uns doch bitte mit einem Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Ja, und alle anderen Leute, ich hoffe, ihr macht das sowieso. So, angekommen. Mitten in den Bergen. Zumindest ist hier jetzt ein großer Parkplatz. Ah. Hier ist die Hütte. Ja, guck mal, hier wird gerade gegessen. Hier gibt es schon Armbrot oder so. Keine Ahnung, was sie hier machen. Und aber ist die gleiche Kamera. Ja, genau. Ach so. Und hier ist die Küche. Ah, sieht hübsch aus. Ja, sehr schön. Dann wird das hier wohl unsere Unterkunft sein, ne? Ja. Okay. Wie sieht dieser Hund jetzt aus? Das weiß ich nicht, wie werden wir ihn sehen? Wir sind dem Lärm entflohen, dem Hupen, dem Hasten und diesem ewigen Weiter. Haben Straßen gemeistert, die teilweise mehr Kurven hatten als so ein alter Hitchcock-Film. Und ja, 1-2 Mal da dachten wir hätten uns echt verfahren. Aber wen wundert's? Und dann eine letzte Kurve und der Weg wird schmal und unser Blick weit. Und da war es. Ja, kein Spektakel, es war einfach da, als wäre es schon immer Teil dieser Landschaft gewesen. Sun, Moon, Home. Unsere Unterkunft für die nächste Nacht. Ein bisschen mussten wir schon suchen, denn da gibt's kein Check-in-Schild oder keine Funkschalter. Und dann kam da halt so ein Typ plötzlich um die Ecke. Ein nettes Lächeln, mit einem Schlüssel in der Hand und irgendwie war sofort klar, ja, der will zu uns. Und so haben wir Tsai Shi kennengelernt. Still, freundlich und mit dem Blick von jemandem, der weiß, was er da geschaffen hat. Und er hat uns dann erzählt, wie das hier alles entstanden ist. Also ohne Bauplan, ohne Architekten, nur mit seiner Partnerin und dieser Idee. Und einem Satz, der alles irgendwie ganz gut zusammenfasst. Wir machen das jetzt einfach. Kommt euch der Satz bekannt vor? Also, ein Zimmer, Holz, wohin das Auge reicht, ein Badebecken aus Stein, eine kleine Teeecke und viel Raum zum Durchatmen. Es ist nicht still hier, es ist ruhig. Der Dschungel ringsum singt sein eigenes Lied. Ein Konzert aus Rascheln, Summen und Vogelrufen. Und doch wirkt hier alles so, als wäre es genau richtig. Noch wissen wir natürlich nicht, wie man hier so schläft. Aber was wir schon wissen, hier schläft der Kopf als erstes ein. Und das Herz, das kommt langsam hinterher. Machst du jetzt eine Tierzeremonie? Ja, wollte ich machen. Kannst du nochmal den Wasserkocher anschmeißen? Ja. Ach so, hier ist auch ein richtiges Teekännchen und Tee. Naja, Ah, okay. deswegen. Das ist ja cool. Lass uns anfangen. Ja.
Und das Schöne ist ja auch, ne? Ja? Bei so japanischen Häusern, wenn das Kind schläft, ja, dann kannst du hier wenigstens sitzen und die Tür zumachen. Dann kriegt das Kind wenigstens gar nichts von dir mit. Weißt du? Kannst du schön zumachen und dann... Moment, ich sehe noch alles. Was? Die sieht mich auch. Das ist eine Dekotür. Ach so. Das sieht aus, als wenn wir im Käfig sind. Ja, Aber hier ist das Essen. das stimmt. Also die Frage ist, wer ist jetzt hier im Käfig? Die ersten Teesträucher kamen mit chinesischen Siedlern im 18. Jahrhundert auf die Insel. Doch was hier wuchs, entwickelte bald sein eigenes Aroma. Geformt vom feuchten Klima, dem mineralreichen Boden und der Ruhe der Berge. Oolong wurde zur Königsdisziplin. Halb fermentiert, halb handgerollt, mit Geschmacksnoten von wilder Orchidee, gerösteten Nüssen oder frischer Butter. Je nachdem, wo er wächst und wie er verarbeitet wird. In den Hochlandregionen rund um Alishan und Lishan wird Tee nicht einfach gepflückt, sondern regelrecht zelebriert. Es gibt Pflückzeiten, Rösttraditionen und Teemeister, die jahrzehntelang ihr Wissen weitergeben. Fast wie ein Familiengeheimnis. Und auch wir, irgendwo zwischen dampfender Kanne und Bambushocker, haben verstanden, Tee ist hier kein Getränk. Er ist ein Moment, ein Gespräch ohne Worte, ein Schluck Geschichte mit Nachgeschmack von Zeit. So wie hier alles leise kommt, hat sich auch die Nacht angeschlichen. Einer nach dem anderen in die große Wanne. Jeder für sich. Begleitet nur vom warmen Wasser und den Stimmen des Dschungels. Geräusche, die keine Musik brauchen. Nur Fantasie. Ein bisschen wie Abenteuer, das nur draußen wartet. Naja, und wir können drinnen lauschen. Auf Tatami-Matten. Mitten im Dschungel. In einem Haus, das Ruhe atmet. Ja, und unsere Gastgeber, Angehörige eines indigenen Volkes. Zwischen gestern und heute, zwischen Stolz und Stille. Und zu gerne hätten wir einfach mehr erfahren. Aber manchmal sagen ja Orte mehr als Worte. Jetzt ruft für uns der Tag. Und wir müssen weiterziehen. Zum Sun Moon Lake. Der ist nur ein paar Kilometer von hier entfernt. Und doch wird das ein neues Kapitel. Aber erstmal frühstücken. Wie sehe ich denn aus? Ganz okay eigentlich. Uiuiui, guten Morgen. Ja, wir haben sehr schön geschlafen, also ruhig auf jeden Fall. Man hat so ein paar Urwaldgeräusche gehört, aber im japanischen Stil zu schlafen, finde ich richtig toll. Ja, war Hat ganz mir echt gut toll. gefallen. Ich wollte gar nicht mehr aufstehen. Nee, gestern Abend haben wir hier auch die Wanne noch in Extreme genutzt. Also jeder von uns ist einmal in die Wanne gegangen, das war... Sehr viel Wasserverbrauch, weil die sehr groß war. Ja, aber das war auf jeden Fall super entspannt. Sehr, sehr nett. So, und jetzt haben wir hier heute unser Frühstück bekommen. Traditionell taiwanesisch. Ja, ist noch besser. Das ist sogar traditionell sozusagen das, was die Ureinwohner hier in dieser Gegend Ja, essen. genau. Weil wir sind ja jetzt hier oben in den Bergen. Zugegeben, wir hatten mit einem etwas anderen Frühstück gerechnet. Ich zum Beispiel liebe es ja süß am Morgen, also Croissant, Marmelade, naja, ihr kennt das. Aber in Taiwan und besonders hier bei den indigenen Völkern ist Frühstück was ganz anderes. Deftig, puristisch, mit dem, was die Umgebung hergibt. Reis, Gemüse, Wurzeln und manchmal auch Fisch. Und nun ja, bei ihnen heißt es Tradition. Essen, was da ist. Und bei mir heißt eher die Frühstückstradition Kaffee. Viel Kaffee. Zum Glück gibt's auf dem Gelände ein kleines Café. Und so wurde meine Morgentradition gerettet. Ja. Wie viel hast du hier bezahlt? Ja, das ist die teuerste Unterkunft, die wir bisher hatten. Die kostet hier 208 Euro die Nacht. 208 Euro. Ist für taiwanesische Verhältnisse echt teuer. Das haben wir schon günstiger Ja, hinbekommen. absolut. Also, Aber es war inklusive Frühstück. Mit Fisch. ja, zum Glück haben wir nicht das Abendbrot gebucht. Nee, ich glaube, da wären wir alle hungrig ins Bett. Ja, absolut. Möchtest du noch ein bisschen? Sehr gerne. Okay. Ja, aber Susi und ich, wir haben schon so ein bisschen philosophiert, ne? Also wenn man so eine Unterkunft hat, dann wird man auch relativ schnell wahrscheinlich blind für das, was das Schöne ist und das Schöne ausmacht. Und Dem Besitzer war halt dieser perfekte japanische Look wichtiger, als hier ins Grüne gucken zu können. ja, So. gut, ne? Und vielleicht haben wir aber mehr Gäste hier, die auch lieber so wie wir ins Grüne gucken und er weiß es gar nicht. Ja, also ich meine, den Schatz, den die halt haben, ist ja eindeutig
die Insel selber und die Natur. Mhm. Also weil die Hütte ja in der Tat, die könnte jetzt überall stehen. Ja. Wobei, wenn sie in der Stadt stehen würde, dann müsste der Sichtschutz hier auch so ein bisschen kräftiger sein. Aber hört mal diese Geräuschkulisse, was man hier alles so hört. Das ist echt spannend. Heute Nacht habe ich irgendwelche Tiere gehört, da wusste ich nicht. Es ist ein Affe, ein Vogel, eine Mischung aus beiden. Ja. War ein bisschen unheimlich. Nein, ich will noch nicht gehen. Das ist so schön. Hier kann ich auch rausgucken. Nachdem wir den Griff lösen konnten, mit dem sich Susi an die Terrassenplanke gekrallt hatte, ging's dann doch weiter. Sie wollte einfach nicht weg. Zu schön, zu ruhig, zu sehr, bleibt noch ein bisschen Ort. Aber gut, wir reisen ja weiter, ne? Nicht weil wir müssen, sondern weil die nächsten Planken mit Sicherheit auch ganz nett sind. Auf unserer Streckenroute liegt der Chuan San Tempel, still über dem Sun Moon Lake, als würde er ihn beschützen. Er erinnert an Zhuang, einem buddhistischen Mönch, der im 7. Jahrhundert zu Fuß durch Asien reiste. 17 Jahre lang, ohne Karte, ohne WLAN oder so. Seine Reise war auch kein Urlaub, sondern eine Suche. Also eine Suche nach Wissen, nach Wahrheit und natürlich nach innerem Frieden. Der Tempel selbst ist schlicht, fast zurückhaltend. Und doch strahlt er etwas aus, das man nicht erklären kann. Man steht da, sieht auf den See, hört den Wind und ein paar entfernte Glocken. Und für einen Moment wird alles ganz still in einem. Ja, wir sind im Fahrstuhl, nicht? Und jetzt hatten wir ja so einen kleinen Deal, ne? Susi darf ein Zimmer buchen, ich durfte ein Zimmer buchen und jetzt sind wir sehr gespannt, was die Susi hier nochmal für ein Zimmer gebucht hat. Ja. Lodi, was sagst du? Es gefällt uns auch sehr gut, ne? Ja, ist ganz okay. Mach mal da das Rollo hoch. Lass mal gucken, wo kann man denn da hingucken? Oh ja, doch. Hallo. Wir hatten heute Morgen ein traditionelles Frühstück von der urbanen taiwanesischen Kultur. Und jetzt freuen wir uns auf Pizza. Jetzt wollen wir einen Burger oder Pizza. Wir haben Hunger. Das war heute Morgen irgendwie ja, spannend, aber mehr auch nicht. War halt spannend, ne? Deswegen haben wir Hunger und wollen jetzt was essen gehen. Essen gehen in Taiwan ist kein Vorgang. Es ist ein Erlebnis. Die Gassen duften nach Gewürzen, nach Brühe, gebratenem Knoblauch und Dingen, von denen man nicht weiß, ob man sie essen sollte. Aber man tut das trotzdem. Hier zischt es an jeder Ecke und aus kleinen Schalen kommt großes Aroma. Man weiß nie genau, was man bestellt, aber fast immer, dass man es auf jeden Fall wieder tun würde. Wir sind also am Sun Moon Lake, einer der berühmtesten Orte in ganz Taiwan. Postkarten, Reiseblogs, Selfies im Sonnenuntergang, also dieser See zieht einfach alle an. Er ist ein Tourismusmagnet. Wie jeder anständige Taiwan-Tourist machen auch wir eine Bootsfahrt mit einem kleinen Motorboot aus Wasser. Das Ufer ist grün und hier und da ein Tempel. Der Name klingt poetisch, ist aber eigentlich eher ziemlich praktisch. Denn auf der einen Seite ist der See rund wie die Sonne und auf der anderen Seite geschwungen wie der Mond. Also Sun Moon Lake. Ja, okay, ist schon schön hier. Aber am Ende denkt man doch, ist halt einfach ein oller See in den Bergen. Also um den Hype zu verstehen, muss man mal kurz in die Luft. Also Drohne hoch, nette Musik runter und zack, das perfekte Motiv vom Sun Moon Lake.
Ja, ganz spannend, ne? Hier ist ein Campingplatz. Und der Campingplatz sieht halt anders aus als bei uns, weil hier fehlen komplett die Wohnmobile. Hier stehen nur Zelte. Weil es hier auf den Straßen fast unmöglich ist, halt mit dem Wohnmobil lang zu fahren, weil die halt einfach ja, sehr, sehr klein und eng sind. Entsprechend ist hier das Thema Zelten halt viel präsenter. Also hier sind sehr, sehr viele Campingplätze und man hat auch die Möglichkeit, sich dann halt hier so kleine Tiny-Häuser zu suchen. Was denn? Ein Stuhl. Ja, ein bisschen Müll liegt hier auch mal im Wasser. Aber wie gesagt, ganz spannend. Hier sehr viele Campingplätze hier um den See. Aber nicht mit Wohnmobilen, sondern mit Zelten. So, wir sind jetzt einmal hier rumgelaufen. Da vorne ist unser Hotel und jetzt sind wir hier so einmal rum. Und hier ist jetzt die Seilbahn. Thank you. Das ist auf jeden Fall. Tschüpp. So. Guck mal, jetzt sind wir mitten in den Wolken hier und fahren einmal die Wolken runter. Ne? Also, man sieht halt gar nichts, aber es ist halt auch schon wieder ganz spannend. Ich bin mit Lottie ins Formosan Aboriginal Culture Village gefahren. Denn Susi liegt flach im Bett. Die muss ich erstmal auskurieren. Und heute auf dem Stundenplan Geschichte. Aber nicht aus dem Buch, sondern live in Farbe und zum Anfassen. Das Culture Village liegt mitten in den Bergen, umgeben von Wald, Wasserfällen und wirklich ein bisschen so, als hätte man das irgendwann zufällig entdeckt. Hier dreht sich alles um Taiwans indigene Völker. 16 Stämme, die heute noch existieren, obwohl sie geschichtlich ordentlich was durchgemacht haben. Man läuft durch Dörfer wie früher, sieht Tänze, Kleidung, Werkzeug und hört Geschichten, die kein Schulbuch erzählt. Geschichten, die man einfach erleben muss. Für Lottie ist es Schule mit Papa. Und am Ende gibt es natürlich auch noch Achterbahnspaß. Vermutlich der eigentliche Motivationsgrund. Aber das ist auch okay, so lernt man dann wenigstens auch mit einem breiten Grinsen. Ja, man läuft jetzt hier kontinuierlich diesen Berg runter und hier sind überall unzählige von diesen Häusern nachgebaut. Schon ziemlich spektakulär. Draußen steht immer dran, wer das Haus damals gebaut oder beziehungsweise besessen hat, für wen das gebaut wurde. Und ist schon spannend, wie die das gebaut haben. Also schon teilweise spektakulär, ne? Mit diesen Steinen. Das sieht ja schon aus wie ein richtiges Wohnhaus. Hier jetzt mal als Holzschuppen. Da hinten war das nochmal als Bambusschuppen. Hier ist es nochmal als Steingebäude. Und so schlängelt man sich hier den Park runter. Es geht die ganze Zeit angenehm kontinuierlich bergab. Guck mal, diese Leute hier tragen jetzt immer die gleichen Sachen. Ab und an sind hier immer dann halt so Situationen nachgestellt. Oder wir haben hier sogar so Live-Geschichten. Ne? Also hier vorne zeigt die Dame mal, womit die Kinder früher gespielt haben hier. Und ja, wir können ja mal hier ins nächste Gebäude reingehen. Ist auch wieder mit diesen Steinen gebaut. Das finde ich echt cool. Kann ich mir gut vorstellen hier. Es ist halt auch einfach landschaftlich wunderschön hier. Die haben den Park echt toll angelegt. Und ich mag solche Ausstellungen sowieso, ne? Man kriegt da so ungefähr ein Gefühl von, wie das früher wohl war. Geht es denn wieder weg? So, und hier kann man sich nämlich auch ein Tattoo stechen lassen. Und Lottie hat jetzt gleich mal ein Unterarm-Tattoo sich machen lassen. Ah, sieht cool aus. Nicht gestochen. Oh, er hat sich gleich 3 gemacht. Aha. So, gerade eben war Lotties Stimmung im Keller, ne?
Die hat irgendwie gesagt, ist alles doof hier. Und die Stimmung wird jetzt bei ihr immer besser, weil wir nähern uns immer mehr dem Freizeitpark. Genau, hier unten ist nämlich gleichzeitig noch ein bisschen Amüsement und Fahrgeschäft. Ja, das war eine krasse Achterbahn hier. Also zweifacher Looping und dreifacher Looping und nochmal zweifacher 360 Grad Twist. Also das ist schon ordentlich gewesen. Aber mir tun echt die Ohren weh, weil die ganze Zeit an dem Sitz immer hin und her gerubbelt sind. Und ich glaube, Lottis Kopf ist die ganze Zeit immer in dem Ding hin und her geschleudert worden. Ja, aber wir haben es geschafft. Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, das ist einfach von der Zeit jetzt viel zu knapp gewesen, ne? Findest du nicht auch? Wir haben nicht so viel gemacht. Nee, was man hier alles hätte machen können. Wir haben noch nicht mal eine Vorstellung oder hier so einen Tanz von denen gesehen, ne? Also hier, Und wir können ja nicht noch mal rein. die machen ja auch immer irgendwelche Veranstaltungen oder zeigen dir, wie die früher gejagt haben oder wie die Schmuck hergestellt Das haben. haben wir eigentlich auch gesehen, aber das kostete alles was. Das kostet immer was. Aber jetzt Naja, aber die Vorstellung haben wir jetzt nicht gesehen. Also man kann hier schon gefühlt mehr Zeit als einen Tag verbringen, wenn man sich mal ordentlich mit beschäftigen möchte. Und vor allen Dingen, was auch verrückt ist, guck mal, die bauen hier noch wie wild. Es wird alles noch viel, viel größer gemacht. Und das in einer wunderschönen Landschaft, ne? Ich meine, wenn man sich das hier mal anguckt, wo wir hier durchfahren, das ist ja echt ein Träumchen, ne? wunderschön. Ja, ist wirklich schön. Schon jetzt passt die so Schon cool aus mit den Träumchen, Weil ich schon sehr lange nichts mehr getrunken habe. ne? Ja, ich auch. Trinken müssen wir auf jeden Fall. Das stimmt. Was für eine Krankheit ist das jetzt? Ist das jetzt schon Heimweh oder ist das noch Nein, Schnuppen? ich bin krank und ich will in eine gemütliche Umgebung, die ich mag. Aha, da habe ich ja genau das Richtige für dich. Wir fahren jetzt nämlich in die Berge zum Wandern. Ach so. Ja, Spaß Sehe ich noch wandern aus? Ja, Spaß beiseite. Nein, wir haben unsere Pläne umgeschmissen. Ursprünglich wollten wir eigentlich in die Berge fahren zum Wandern. Aber jetzt fahren wir doch hier wieder Richtung Stadt und haben uns ein kleines Wellness-Hotel ausgesucht mit Schwimmbad und Indoor-Spielplatz, damit einige von uns auch Beschäftigungstherapie haben, während andere von uns Vor sich hin. genau, vor sich hin vegetieren können und versuchen können, ein bisschen wieder fit und gesund zu werden. Hier ist die Bar. Okay. Ein großes Sofa, das sieht schon mal sehr schön aus. Man kann hier sitzen. Großer Fernseher, auch schön. Da vorne ein netter Eingangsbereich, ne? Nochmal mit dem. Ja, vor allem weg vom Flur, ne? Ja, Oh, eine Couch. genau. Was? Hier ist nochmal ein Wasserkocher. Couch gehört mir. Nein, Ja. nein, 2 große Betten. nein. Das ist natürlich auch super. Und dann oh, hier auch nochmal fast wie ein begehbarer Kleiderschrank. Großer Spiegel. Großes Badezimmer. Japanische Toilette.
Sehr schön. Sogar noch mehr Knöpfe als letztes Mal auf dem Klo. Und dann hier überall. Oh Mann, die haben ordentlich was zu putzen hier. Badewanne, großer Spiegel, noch ein großer Spiegel, eine eigene Duschkabine. Badewanne und Duschkabine, das ist natürlich ein kleiner Luxus. Hier sogar 2 Klopapierrollen für Susi und für mich eine. Das ist cool, ne? Hier, dass man hier nochmal so einen Zwischenraum hat. Also das Zimmer ist auf jeden Fall echt groß. Gut, wir zahlen jetzt hier. Oh Mann, und Blick in den Dschungel. Das ist ja verrückt. Schön. Ja, sehr schön. Okay, kostet natürlich jetzt auch, ne? Pro Nacht 200 €. Aber wir haben halt auch gesagt, wir müssen uns jetzt mal hier ein bisschen was gönnen. Weil hier die Möglichkeit ist, nochmal ein bisschen rumzuspielen und rumzuschwimmen und rumzutauchen. Ey, wir waren nicht einmal schwimmen jetzt. Und wir alle wollen ja ganz viel spielen hier und springen und hüpfen und singen und Spaß haben. Ich. Mhm. Ja, ich will. Während Mutti da wahrscheinlich ihre Zeit verbringen wird. Wir haben ein Wellnessklo. Das Geile ist, ja, ein richtig fettes Wellnessklo, ne? Das Geile hier bei diesem Hotel ist, also finde ich von der Planung auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Sie haben ja 3 unterschiedliche Gebäude. Eins ist für Businesskunden oder Gäste, eins ist für Paare und eins ist für Familien. Also wir sind hier im Familiengebäude, nur für Familien, und genau hier in diesem Gebäude ist auch Spiel, Spaß, Freude und Spannung unten im Keller. Da gucken wir uns das natürlich nachher nochmal an. Die ganzen Geschichten mit Frühstück und Restaurants, die haben hier insgesamt, was hat sie gesagt, 6 Restaurants, ne? Ja, hat sie uns 6 Restaurants hat man hier. Ein japanisches, ein chinesisches, ein Café, ein europäisches. Also hier gibt es alles. Ordentlich was auf jeden Fall. Man müsste theoretisch dieses Gebäude oder die 2 oder 3 Gebäude nicht verlassen. Mal gucken, ob wir das überhaupt müssen oder machen. Wir gucken uns erst erstmal den Rest an. Das ist auch lustig hier, ne? Denken auch nicht viele dran. So kleine Parkplätze für Kinderwagen. Ja, hier ist das erste Spielparadies. Schwimmbereich. Ist der riesengroße Spieleparadies. Ey, das ist hier alles ein Hotel, ne? Das ist ja Wahnsinn. Du wolltest sofort schwimmen gehen. Du wolltest hier gar nicht her. Ja, die wollen alle mit dir spielen. Willst du jetzt nochmal? Ja, aber in die Münder, ne? Wird das gezählt. Guten Morgen. Wir sind zum Frühstück gegangen und ich glaube, das ist das erste Mal seit 2 Monaten, dass wir wieder ein ordentliches Frühstück haben, ne? Gefühlt. Was soll das denn heißen? 7-Eleven ist ein Ort. Nee, also ihr allein schon, ne? WMF Kaffeemaschinen. Ich bin begeistert. Es gibt halt auch nicht nur die kleinen, guck mal, wobei die ist ganz schön dreckig, ne? Achso, nee, das ist das Dekor. Das ist ja ungünstig gewählt. Guck mal, das ist das Dekor. Das sieht aus, als wenn das Ding noch dreckig ist. Warte mal, ich weiß nicht, ob jemand an möchte. Ja. Aber Oder? Oder sind das die Tassen, die so dreckig sind? Man weiß es nicht. Also das auf. nein, die Naja, sind so. ja, die sind so. Nichtsdestotrotz, aber nicht von außen, das ist ja witzig. Mama, Okay. meine leider nicht. Dieser. Die haben hier ordentlichen Kaffee.
Und Susi fragt wahrscheinlich nach laktosefreier Milch. Und in der Zeit zeige ich euch mal, was es hier sonst so zum Frühstücken gibt. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, denn das taiwanesische Frühstück ist viel ernsthafter, ist viel mehr schon richtiges Mittagessen gefühlt. Hier gibt es Salate, hier gibt es schon eingelegten Tofu, Nudeln, Fischbällchen, hier getrockneten Fisch, Pommes, Chicken Nuggets. Also es sieht schon aus, jegliche Salate, es sieht schon aus wie so ein richtiges Mittagessen. Und gar nicht wie bei uns halt ein normales Frühstück mit Brötchen und Marmelade und so. Ich glaube, Marmelade habe ich auch gar nicht gefunden, sehe ich hier auch gar nicht. Hier ist wieder das, was wir die ganze Zeit auch schon gekannt haben, dieser Reis. Und dann hier auch wieder mit unterschiedlichen Zutaten, die man damit reinmachen kann. Und hier haben wir nochmal so eine Fischsuppe. Ja, zum Frühstück Fischsuppe. Ich hole mir erstmal Kaffee. So, lecker Frühstück gehabt. Und falls ihr euch nach dem Gesundheitszustand dieser Familie erkundigen wollt, ungefähr so klingt es. Aber wir haben ja zum Glück hier unten im Keller ein großes Schwimmbad und ein Bällebad für Lotti. Die schicken wir da runter und dann gucken wir beide ein paar Filme, ne? Ja, die schicken wir in den Pool. Nicht wirklich. Nee. Ja, das war's mit unserem kleinen Roadtrip. Wir rollen jetzt die letzten paar Meter hier nach Taipei, bringen unsere Koffer nochmal kurz zum Hotel und dann fährt Mutti das Auto wieder zurück zur Mietstation, ne? Hä? 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 Kann ich. Wieso nicht? Ich bin immer noch krank. Oh Mann, ey. Muss ich das etwa alleine dahin bringen? Nee, du kannst ja Lotti mitnehmen, die freut sich bestimmt total. Ich machte noch einen kleinen Ausflug über den Nachtmarkt. Ja, alles klar, so machen wir das. Bringt mir was zu essen mit. Mm. Du weißt, was ich gerne hätte. Ja, das ist eine gute Idee. Du magst jetzt, ich glaube, dein Lieblings-taiwanesisches Essen ist eine Art Pfannkuchen. Mit Ei. Also ein Teig, der in super heißes Öl reingehauen wird. Ja. Und kurz danach nochmal ein Ei, ein Ja. rohes Ei, in das Öl reingehauen wird. Ja. Und automatisch verbindet sich das irgendwie. Ja. Und man hat dann so eine Teigtasche mit Ei drin. Ist unglaublich gut gewesen. Frittiert. Unglaublich ungesund, aber unglaublich lecker. Ja. Ja, wenn du sowas findest, dann bist du mein Held. Ja, das verstehe ich. Genau. Naja. Aber die Kulisse hier ist schon ein bisschen schön, ne? Mit den Bergen und so. Ja, aber der Hintergrund, aber der Vordergrund jetzt finde ich nicht, ne? Also das ist jetzt hier alles echt. Aber sie versuchen es, Immer ne? Die haben jetzt nee. hier auch nochmal so Neubauten, aber die sind dann in so Ja, grau. das ist alles die gleiche Farbe Und immer. helles Grau und dunkelgrau. Da ist mal ein bisschen abgesetzt mit Ja. hellem Grau. Nee, ich finde die Stadt auch nicht schön. Die letzten Meter. Guck mal, und dann von der Autovermietung fahren wir nochmal 9 Minuten hier um Taxi runter. So, das härteste waren hier die letzten Meter, weil hier ist die Autovermietung und hier ist eigentlich ja, gar keine richtige Straße und das ist auch eine doppelspurige Straße hier übrigens. Boah, ja, ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, jetzt hier nicht mehr unbedingt mit dem Auto fahren zu müssen und vor allen Dingen das hier auch nicht wegparken zu müssen oder einparken zu müssen, denn keine Ahnung, wo die jetzt hinfährt. Ich packe auf jeden Fall meine Tasche weg. So, die fahren jetzt da vorne mal durch die Gasse und ihr seht schon ungefähr, wie eng das hier ist, ne? Genau, es gibt hier so ein paar Mautstraßen und ich hatte schon zu Susi gesagt, lass mal die Mautstraßen meiden, aber wir sind die jetzt trotzdem gefahren. Und man wird dann immer automatisch geblitzt, also das Kennzeichen wird geblitzt und die Verleihstation hier hat jetzt die Rechnung schon bekommen für dieses Blitzen. Hat nochmal 650 Yuan gekostet.
die wir jetzt hier dann halt nochmal bezahlen. Also alles auf jeden Fall sehr technisiert. Oh, was ist denn hier für ein kleiner Hof? Hier sehen wir mal, ach, hier haben die auch nochmal Autos stehen. Ah, jetzt hat er hier gewendet. Okay. Alles klar. Verstehe. Guck mal, jetzt fährt er hier nochmal einmal durch. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt hin will. Vermutlich mal waschen oder so. Also waschen müsste mal sein. Ah ne, er fährt rückwärts hier rein. Okay. Klappt das mit unseren Klamotten? Klappt. Auch da bin ich sehr dankbar, dass ich das jetzt hier nicht machen muss, rückwärts einparken. Die Maut wurde automatisch berechnet. Ja. Wir haben ja nirgendwo angehalten. Ja. Aber wir sind immer Mautstraßen gefahren, sagt Google. Und jetzt wollte er noch 650 Taiwanese Dollar haben. Okay. Und dann habe ich gesagt, gibt es da eine Abrechnung? Nee, aber ich kann einen Screenshot machen. Ich so, ja, dann machen wir. Und dann habe ich gewartet. Und dann meinte er so, das ist ein Systemfehler. Es kostet nur 350. Ah. Aber ich habe gesagt, schick trotzdem den. Ah. Wir sollen mal nach vorne gehen, das ist schon da. Komm. Okay. So, wir sind angekommen bei unserer Unterkunft in Taipei und ich habe schon das Gefühl, dass Susi uns hier in so eine, nebenan ist die Polizeizentrale, in so eine Art Knast eingeführt hat. Hier, guck mal, das ist die erste Tür und das wird schon geschlossen. Ich bin echt gespannt jetzt. Oh, was ist das denn? Lotti liebt es. Echt jetzt? Oh mein Gott, was hat Mami denn da gebucht? Okay, Susi hat es gebucht. Oh, wenn man hier reinkommt, es riecht gleich nach Rosen oder sowas. Also ein gleich sehr floraler Geruch. Okay, Alice im Wunderland Apartment. Ja. Aha. Okay, das ist ja Wahnsinn. Es ist ja verrückt. Oh, hier gibt es auch schon gleich ein bisschen was zu trinken und... Aber es ist klein, ne? Es ist klein, aber es ist ja mal sehr ungewöhnlich. Und den Platz mal anders aufnehmen. Ja, absolut. Also bei der ersten Tür, da dachte ich ja schon, was ist das denn? Aber vermeintlich hast du es dann auch ein bisschen ruhiger hier drin. Ja, du kannst doppelt ab. Fernseher. Vielleicht braucht man das ja auch. Okay, und da oben ist aber nur ein Bett. Haben wir nur ein Bett? 2 Betten. Geh mal um die Ecke hier. Haben wir nur ein Bett? Geh mal um die Ecke. Ach so, oh mein Gott, hier unten ist nochmal ein Alice im Wunderland Zimmer 2. Okay. Ja. Aus einem winzigen Apartment einfach mehr gemacht. Ja. Toilette sieht auch soweit ganz gut aus. Gut, ist eine Dusche, was will man mehr? Hier ist ein Waschbecken. Und noch ein Waschbecken. Hier ist noch so ein Ventilator. Hier ist sogar eine Waschmaschine drin, hä? Krass, oder? Ja, verrückt. Aber du hast gesagt, kein Wäschetrockner. Nee, deswegen ist gut, dass wir das jetzt alles in Ja. Oh, ist ja bitte noisy. A bit noisy, ne? Ja, wir sind zur Hauptstraße vorne raus, ne? Leider ja. Oh Mann, ey. Echt durchgezogen, ne? Aber süß. Dann gibt es hier auch noch die Zahnputzbecher mit Alice im Wunderland. Und selbst, hier guck mal, selbst die Wasserhähne sind schon ein bisschen... Ist ja echt witzig.